evening worship. Wir wollen dir danken für diese Abendandacht. And we want to pray that you forgive us our sins. Und wir möchten bitten, dass du unsere Sünden vergibst. Help us to be open for the truth. Hilf uns, dass wir offen sind, deine Wahrheit zu empfangen. Help us to see it for what it is. Hilf uns, es zu sehen für das, was es ist. And we pray that you guide Lawrence. Und wir bitten, dass du hilfst, Bruder Lorenz. And help him to share his thoughts so that we can all understand it. Hilft, dass er seine Gedanken mitteilen kann, sodass wir sie alle verstehen können. And please give us your Holy Spirit. Und bitte gibt uns jetzt den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Alright, so the notes are in the live stream group. Also die Notizen, die sind im Livestream-Gruppe. Okay. And this is today I want to share some thoughts about the four winds. Heute möchte ich einige Gedanken über die 4 Winde mitteilen. And I thought about these things for some time, but somehow it's always something missing and then suddenly it makes click. Also ich habe über diese Gedanken seit einiger Zeit gedacht und es war immer irgendetwas, die noch ausgeblieben ist und irgendwann mal macht das plötzlich, fällt der Pfennig. Okay, so my question is, what makes up a kingdom? So meine Frage ist, was macht ein Königreich aus? King and his subjects in a country. Yes, right. You need to have subjects, and basically the pioneer says, here Stephen Haskell says the following. Also Könige und natürlich ein Volk und ein Land. Und in die Pionierschriften, Stephen Haskell sagt das Folgendes. Let us read the bold-faced. Lasst uns das Fettgedruckte It lesen. says it takes the 3 subjects, capital, and territory to make the full kingdom. And so obviously you need subjects, a territory, and a capital in order to have a kingdom, right? Okay, so my point is, a kingdom or a nation is made up of its subjects. Okay, and everybody agrees. So ein Königreich ist aus diesen 3, aus seinem Volk und dem Land und natürlich Stadt. Genau, Hauptstadt. Okay, so and now let's go to Daniel chapter 7. So jetzt gehen wir zu Daniel Kapitel 7. Because there we will find now basically some nations illustrated. Denn da werden wir einige Nationen dargestellt sehen. Okay, Daniel 7 verse 1 to 3. Daniel 7, die Verse 1 bis 3. Okay, Brother Mark, you want to read this for us, please? In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. And then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens strove upon the great sea. And 4 great beasts came up from the sea, diverse one from another. Yes. Okay, so where do we mark this on our line? So, wo markieren wir das auf unserer Linie? Right? Sunny law, they begin to come up, right? Im Sonntagsgesetz fangen sie an So you have aufzukommen. the 4 beasts, which is the lion, the bear, Es gibt diese 4 Tiere, Löwe, Bär, leopard. Leopard. The leopard goes until here, right? Und der Leopard geht bis da. And then you also have the dragon or the terrible beast, right? Und dann gibt es diese Drache oder diese schreckliche Tier. Okay. So, and what do we have marked here at the beginning? Und was haben wir hier am Anfang markiert? What condition or out of what scenario do these 4 nations arise here? So, und aus was für einem Zustand oder eine Szene kommen diese 4 Tiere herauf? Yes. Exactly. Also Winde, also So Kriege und Revolution. Here, in how many winds is Wie viele illustrated? Winde? 4 winds, right? 4 Winde. So 4 winds,
And they're striving upon what? Die 4 Winde und die streben worauf? The Greek Sea. Yes, the sea, right? Also das Meer. So sea, and sea is also waters, right? Und ein See, das ist auch so Gewässer. Alright, so you have here the 4 winds striving marked. Also die 4 Winde, die streben hier. Striving is more like wehen. Also streben, so wie Wehen. And you have the sea or the waters marked here. Und das See oder diese Gewässer ist auch hier. And you have 4 nations coming up. Und 4 Nationen kommen herauf. And nations are made up out of people, Und okay? Nationen werden aus Menschen hergemacht. Individuals. Also Einheiten, Einzelheiten, Oder Individuen. Individuen, Yes. Also einzelne Menschen. Okay. einzelne Menschen. Alright. So now let's go to the next quote. Nächste Zitat. Let's remind ourselves what happens with these 4 winds here. At Wir the wollen summit. uns daran in Erinnerung Marius, you want to read the first paragraph, please? bringen, And was mit diesen 4 Philip, you Nationen can geschieht. read the second one. I saw 4 angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant that raised his then raised his hands, and with a voice of deep pity cried, "My blood, Father, my blood, my blood, my blood." Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne, and was shed all about Jesus. Then I saw an angel with a commission from Jesus swiftly flying to the 4 angels who had a work to do on the earth, and waving something up and down in his hand, and crying with a loud voice, "Hold, hold, 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 until the servants of God are seen in their foreheads." I asked my accompanying angel the meaning of what I heard and what the 4 angels were about to do. He said to me that it was God that restrained the powers, and that he gave his angels charge of the things of the earth. That the 4 angels had power from God to hold the 4 winds, and that they were about to let them go, but while their hands were loosening and the 4 winds were about to blow, the merciful eye of Jesus gazed on the remnant that were not sealed. And he raised his hands to the Father and pleaded with him that he had spilled his blood for them. Then another angel was commissioned to fly swiftly to the 4 angels and let them hold, until the servants of God were sealed with the seal of the living God in their foreheads. Yes. Okay. So where do we mark this? So wo markieren wir das? And what happens here? Und was geschieht hier? At the sun below, we are marking Yes, right. Am Sonntagsgesetz. So here the 4 winds are about to be loosed. So Right? hier die 4 Winde stehen gerade davor, losgelassen zu werden. But what does Jesus do? Was tut Jesus? Yeah. Holds them, right? Er hält sie. Holds these 4 winds, right? 4 Winde werden gehalten. And what other illustration do we have here of the same illustration that the 4 winds are loosed but held also? Welche andere Darstellung haben wir hier, dass die 4 Winde losgelassen werden, aber auch gehalten werden? In the horse. Yeah, for instance, yes. Sorry, what did you So say? he's looking for a specific one, or just looking for... Yes, the woes would be one illustration, right? The? The woes. Ach, die Wehen. Yeah. Because, let's go quickly to Revelation 9. Dann lasst uns schnell zur Offenbarung 9 gehen. Revelation 9, verse 1 Offenbarung 9, Vers 1. says, "And the 5th angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth. And to him was given the key of the bottomless pit." And we understand, right, that this star is Satan falling down here at the Sunday. Wir verstehen, dass dieser Stern, das ist Satan, der hier am Sonntagsgesetz herabkommt. Okay. And then it says here in verse 4 Vers 4 sagt es and 5. und Vers 5. "And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man." So
what can we see here? So, was können wir hier sehen? Which power is it? Welche Kraft ist es? Islam, right? Es ist Islam. So, and what happens to Islam here? Und was geschieht mit Islam hier? Let loose, but it's restrained. Yes, Es ist losgelassen, aber auch gezögert. they're allowed to do something, but they're also at the same time restrained. Also die werden erlaubt, irgendetwas zu tun, aber zugleich werden sie gezögert. Okay, and what other story do we have here? Job. Job, yes, exactly. Also Hiob Kapitel 1 ist auch eine weitere Geschichte. So Job, Satan is allowed to come down, he's allowed to tempt him and to test him, but only so far. Also Right? Satan in der Geschichte von Hiob Kapitel 1, der ist erlaubt herabzukommen und Hiob zu prüfen oder zu testen, aber nur, er darf nur so weit gehen. Okay, so I hope you will eventually later get the point because it's very nice. Ich hoffe, dass ihr bald meinen Punkt mitbekommt, denn es ist eine sehr schöne. Okay, let's go to Job 34, verse 29. So, lasst uns in die Notizen wieder zu Hiob 34, Vers 29. Okay, so here Job says, or basically it's Elihu speaking here, So, Elihu spricht hier, but still he brings forth the right principle. Okay, aber dennoch spricht er eine korrekte Prinzip vor. it says, when he giveth quietness, who then can make trouble? And when he hideth his face, who then can behold him? Whether it be done against a nation or against a man only. So what is he comparing here with? So, womit vergleicht er das hier? Time of peace, time of trouble. Okay, yes. Zeit des Because Friedens, he says, Zeit des Trübsals. when he give quietness, who can make trouble? So when I make a time of peace, there's no trouble, right? Also wenn ich Ruhe gebe, wer kann denn Trübsal geben? Also wenn es eine kleine Zeit des Friedens ist, wer soll denn da was dagegen sagen? And when he Exactly. hideth his faith, it's the time of trouble, because he says, a little while I'm with you, then you won't see me. Right? Und wenn Hide ich it. mein Gesicht, wenn er sein Gesicht verbergt, was steht da? Wer kann ihn sehen? Denn es steht geschrieben, so in einer kleinen Weile werdet ihr mich nicht mehr sehen. Right, that Das would be ist hier. here when he hides his face. And Sister White says that God judges men and nations the same way. Und Exactly. Ellen White sagt auch, dass Gott sowohl die Nationen als auch Einzelpersonen auf derselbe Art und Weise richtet. Yes. I mean, that's the point I wanted to draw out from this, but this other observation is also very nice. Und das war eben der Punkt, den ich hier herausziehen wollte, aber diese andere Darstellung von Zeit des Friedens, Zeit des Trübsals ist auch schon. Yeah. So, nations and individuals are judged the same way. Also Nationen und Einzelpersonen werden auf derselbe Art und Weise gerichtet. And because it says here, whether it be done against a nation or against a man only. Denn der letzte Satz sagt das eben. And let's go now to the next Bible verses. So, die nächste Bibelversen, Ecclesiastes 3, verse 18 and 19. Ecclesiastes, Hohelieder? No, Prediger. Prediger, ja genau. Also Prediger 3,18. It says, I said in mine heart concerning the estate of the Son of Man, that God might manifest them and that they might see that they themselves are beasts. Okay. So Like Nebuchadnezzar. what are men? So, was sind Männer oder Menschen? Beasts. Men Okay. symbolize nations. Die sind This was really- Tiere. What came up out of the water here? So, was kam aus den Gewässern hier herauf? for nations. 4 beasts, right? Tiere. But as we already looked at the beginning, nations or beasts are made up out of individuals, right? Also, so wie wir am Anfang bereits gesehen haben, dass Nationen oder Tiere werden gemacht aus Einzelpersonen. So basically, these nations are just a conglomeration of many individuals. So, diese Nationen sind nur ein Zusammenschluss Schluss. von vielen Einzelpersonen. Okay, therefore the Lord can compare, right, these nations with a man. So, deswegen kann der Herr diese Nationen mit einem einzelnen Mensch He vergleichen. says the man is beast. Also er sagt, diesen Menschen oder ein Mann ist ein Tier Well, gleich. it does it right there. Yes. Exactly. Okay. Und das ist gerade da auch auf den Karten mit den Statuen. Because these 4 beasts are illustrated on these charts in Daniel 2 as a man, right? Diese 4 Tiere hier werden auf der Karte in Daniel Kapitel 2 in diesen Statue als ein Mensch dargestellt. So do you think this is an accident? So, ist das nur Zufall? Of course not, right? It's Natürlich nicht. just the Lord wants to show us
he wants to teach us something through these nations about us as individuals. Der Herr möchte uns was lehren durch diese Nationen als Einzelpersonen. So in the sense, you have the head, the arms, right? Then the body, and then the legs. Also du hast den Kopf, den Armen und Brust, der Körper und dann die Beine und Füße. The body and arms and The waist, is the waist. Yes. Okay. Also die Armen und Körper und dann gibt es die, how do you say that, Lenden? Hüften. Hüften. Oder ja. Waist? How you spell it like this? Yes. Okay. Alright, so therefore it's a depiction of man. So, es ist eine Okay. Darstellung von einem Mann. Yeah. It's a depiction of you and I. Es ist eine Darstellung von du und ich. And are these beasts nice looking beasts? Und sind diese Tiere schön aussehende Tiere? Ferocious. Are they peaceful beasts? Sind die friedvolle Tiere? No, right? Nein. So the Lord clearly shows us, okay, how He regards us. So, Okay? der Herr zeigt uns, wie er uns sieht. But what can we see? What is the difference between the head and the arms? Aber was können wir sehen? Was ist der Unterschied zwischen Kopf und Arm? Material they are made of. Yes, okay. Die Material, aus dem sie gemacht worden sind. And what about the material? Und was ist mit dieser Materie? Because it's less valuable. Inferior. Yes, gets less valuable and Also Soft. No, hard. harder, right? von weniger Wert und auch noch härter. Yeah. So basically, the Lord shows us as we go down, if we don't turn to Him, we become this terrible beast at the end. So, der Herr zeigt uns, so während wir hier hinuntergehen, wenn wir nicht zu ihm wenden, dann werden wir am Ende wie diese schreckliche Tier sein, Because it's the fourth, right? weil es das vierte ist. And what do you do under the fourth? Und unter das vierte, was tut man? Close your probation. Yes, you close your probation, right? Schließ dein Gnadenzeichen. Because you worship now the sun, Weil jetzt betest du die Sonne an. and you now this terrible beast. Du bist jetzt diese schreckliche Tier. Okay, Weißt du? so Because you have combined church and state. exactly, Weil du Kirche und Staatsmacht kombiniert haben. and that's the fourth, right? Das ist das vierte. Okay, now these four beasts, right? They came up out of the water. So diese vier Tiere kamen aus den Gewässern herauf. Yeah, and as we already looked, they illustrate the state of man. Und wie wir bereits gesehen haben, die stellen den Zustand des Menschen dar. So, and how is the state of man illustrated in the Bible? Und in den Schriften, wie wird der Zustand des Menschen dargestellt? I mean, okay, maybe my question is... Deceitful above all things. Okay, yes. Let's go to Matthew 15. So, lass uns zu Matthäus 15 in unseren Bibeln gehen. Let's read verse 16 to 20. Wir lesen die Verse 16 bis 20. It says, And Jesus said, Are ye also yet without understanding? Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? Draft. Huh? Draft. It's pronounced differently. Okay, Draft. draught. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashen hands defileth not a man. So what makes you up? So, was macht dir aus? This in the heart. Yes, what is in your heart? Das, Okay. was in deinem Herzen ist. So basically, if these beasts here are just the manifestation of your condition, Also wenn diese Tiere hier nur eine Manifestation deines Zustandes sind, what are they an illustration of? von was sind sie eine Darstellung?
Condition of your heart. Yes, the condition of your heart. Der Okay. Zustand deines Herzens. So, and they just show that whenever the Lord sends you warnings and admonitions, and you reject these things, your heart becomes harder, and you turn more and more into this terrible beast. Also diese 4 Tiere hier, die zeigen nur umso mehr, dass du Gottes Warnungen und Admonitions, Das ist natürlich dasselbe. Ist Also das Warnungen ein- und Ermahnungen. also Gottes Warnungen und Ermahnungen ablehnst, dann dein Herz wird nur härter und härter und härter, bis du zu diesem schrecklichen Tier geworden bist. Yes. Okay, because these beasts, they come out of the water, right? Denn diese Tiere, die kommen aus den Wassern heraus. So let's go to Proverbs 20 verse 5, it's in the notes. Lass uns zu Sprüche 20, Vers 5, und das ist auch in die Notizen. Because William Miller says, right, symbols can have more than one meaning. Denn Okay. Miller sagt, dass Symbole können mehr als eine Auslegung oder eine Bedeutung haben. Okay. And it says, counsel in the heart of man is like deep water, but a man of understanding will draw it out. In Proverbs 21 verse 1, Und Sprüche 21, Vers 1. the king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water. He turneth it whithersoever he will. In Joshua 7 verse 5, Josua 7, 5, the last bit, das Fettgedrückte. wherefore the hearts of the people melted and became as water. In Proverbs 27 verse 19, Sprüche 27, 19. as in water face answereth to face, so the heart of man to man. So what is the Bible likening each other with? So, womit vergleicht der Bibel einander? The water. Yes, the water is an illustration, or can be an illustration of the heart. Also, Right? das Wasser kann eine Darstellung von das Herz sein. Okay. Jesaja 27 zeigt auch dasselbe Prinzip. Okay. Jesaja 7, 17. Jesaja 17. Isaiah 17. Yes, because, yes, it's verse 12. Vers 12. Okay. You want to It read? says, woe to the multitude of many people which make noise like the noise of the seas, and to the rushing of nations that make a rushing like the rushing of mighty waters. The nations shall rush like the rushing of many waters, but God shall rebuke them. And they shall flee far off, they shall be chased as the chaff on the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind. So he likens this statue to waters, right? And these many people are likened unto waters, and that's just an individual to a collective. It's showing you the same thing. Vers 13 haben wir auch gelesen, und er vergleicht diese Statue mit vielen Menschen, also mit den Wassern. Natürlich viele Menschen, Wassern, eine Einzelperson ist auch dasselbe. Yes. But my point is that the Bible links here the water to the heart of man. Und Right? mein Punkt hier ist es, dass der Bibel verbindet diesen Wassern, also dieses Symbol von Wassern, mit dem Herzen eines Menschen. So therefore, when these 4 beasts come out of the water, So wenn diese 4 Tiere aus den Wassern heraufkommen, the Lord also wants to teach us that's just a manifestation what comes up out of your heart. so der Okay? Herr möchte uns nur lernen, dass das nur eine Manifestation dessen ist, was aus unserem Herzen herauskommt. Because what does the two-horned beast do here at the Sunday law? Denn was tut der zweihörnige Tier hier am Sonntagsgesetz? Speaks like a dragon. Yeah, speaks like a dragon. Spricht wie eine Drache. And Sister White says, By that action. by their action they demonstrate that they have a The heart of a dragon. heart of a dragon. Durch Okay? den Taten, die beweisen, dass sie das Herz eines Drachens haben. From the abundance of the heart come out. Yes, Yes, Amen. exactly. So von das Überfluss des Herzens spricht der Mund. Yeah. So basically, this is just a manifestation now of what is in the people's hearts, and the Lord shows them that they, when they make the Sunday law, they're still fairly good off. Let's say it like this, okay? Even though they're not good off, but Also der Herr compared to the end, okay? zeigt uns, dass das nur eine Manifestation, was in dem Herzen des Menschen sind. Und hier am Sonntagsgesetz sind sie noch in einigermaßen gutem Zustand. Also
in dem Sinne gegenüber das, was sie am Ende sein wird. Because Judas, he begins right at the beginning. Right? Weil Judas, der fängt gerade hier am Anfang an. He begins as this lion, Er fängt als diese Löwe an. but he goes down and he rejects the warnings, and then finally he's this terrible beast. Okay. Er kommt herab und er verwirft die Mahnungen und schlusslich wird er diese schreckliche Okay. Tier Now sein. let's look at this chart here. So, lasst uns diese Karte anschauen. So what do we have in the middle of the chart? So, was gibt es in der Mitte der Karte? The cross, right? Das Kreuz. And what is on either side of the cross? Und was ist auf die jeweilige Seite des Kreuzes? Huh? You mean paganism, Yes. The beasts. and you have also paganism on the other side. What is it? It's, Terrible Beast und der yes, Drache. Also das schreckliche Tier und der Drache. it's the terrible beast. Das ist Okay. das schreckliche Tier. So the Lord wants to show us once we become this terrible beast, we will crucify Christ here. Also der Herr möchte uns zeigen, dass wenn wir dieses schreckliche Tier geworden sind, da werden wir Christus hier kreuzigen. Because it was Rome that put Christ on the cross, right? Denn es war Rom, die Christus auf dem Kreuz genagelt hat. So therefore, and it was Judas who delivered up Jesus to be Und es war crucified. Judas, der den Herrn ausgeliefert hat zum Kreuzigen. So the Lord just wants to show us, the condition of our heart if we are not under His grace. Also der Herr möchte uns nur zeigen, den Zustand unseres Herzens, wenn wir nicht unter seine Gnade stehen. Yes. There's two terrible. I mean, both the righteous and the wicked become the terrible. Also sowohl die Gerechten als auch den Bösen werden in dem Sinne den Schrecklichen. Because the wicked we went just through, but the righteous there will be this terrible army with banners. Yes. Also den Bösen haben wir gesehen, die werden diese Schreckliche, aber die Gerechten, die werden diese Schreckliche mit Fahnen. Mit Schreckliche Armee mit Fahnen. Ja, Fahnen, diese schreckliche Armee Fahnenstangen. mit Fahnen oder Fahnenstangen. Yes, exactly. Yeah, so it's always a true and a counterfeit, right? Also es gibt immer der Wahre und das Fälschung, die dazugehören. Okay, so basically, let's just go down to. No, we'll come later to this. Let's just keep on with our notes. So, weiter in die Notiz. What is sin? Was ist Sünde? Transgression. It's the transgression of the law, Das ist right? die Übertretung Gottes It Gesetz. says here, 1 John 3 verse 4, 1. Johannes 3, Vers 4. whosoever committeth sin is transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. And now let's go to 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Jetzt 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So who is to be revealed? So, wer soll geoffenbart werden? The man of sin. Der Mensch der Sünde. And sin is the transgression of the Und Sünde ist die Law. Übertretung des Gesetzes. So it's the man of the transgression of the law. So ist es Right? der Mensch, der das Gesetz übertretet. Okay. And he then sitteth in the temple of God and tells basically, I'm God. Right? Er sitzt im Tempel Gottes und behauptet, Gott zu sein. And where is he revealed on our line? Und auf unserer Linie, wo wird er geoffenbart werden? Yes. Hier an der Mitte noch. Okay. Man of sin revealed. Mensch der Sünde geoffenbart hier. Okay. And it's the man of the transgression of the law. Der Mensch, der übertretet das Gesetz. Okay. And do you think it's an accident it's called a man? Und glaubt ihr, dass es wieder so nur ein Zufall ist, dass es hier ein Mensch genannt wird? No, right? Nicht. Nein. It's a man, right? The statute tells us it's a man. Es ist ein Mensch. Der Statue sagt, dass es ein Mensch ist. And when you go now jump over the next parts here and go to page 3. Also überspringen die nächsten Teile hier und gehen wir zur Seite 3. Under the heading, the statue equals the man of sin. Also nach Offenbarung 9, der Statue, der Mensch der Sünde, danach. Because William Miller, he believed that this image of Daniel 2 represented the man of sin. Denn William Miller, der glaubte, dass diese Statue von Daniel 2 stellte der Mensch der Sünde dar.
in his understanding, because he only understood the literal, it was not correct. But in our understanding the spiritual, you can say it's correct. Und in seinem Verständnis, da er zu seiner Zeit nur das Buchstäbliche verstand, war es eben nicht richtig, was er dachte. Aber hier am Ende der Welt, weil wir wissen, dass das weist auf das Geistliche hier am Ende der Welt, ist es eben genau richtig. Let us just read this. Lasst uns das lesen. It says, these 7 years of servitude must include these 4 kingdoms, Babylon or Nebuchadnezzar's, which was the head of gold, Media and Persia, Grecia and Rome, which constituted the whole man of sin, from his head to his toe. Okay, so this image, why is it an illustration of the man of sin? Also dieses Standbild, warum ist es eine Darstellung der Mensch der Sünde? Okay, several ways. Firstly, because Es ist einige Wege, das zu sehen. Revelation 13 parallels Daniel 7. Offenbarung 13 ist gleich mit Daniel 7. Yes, you mean the four beasts in Revelation 7, Yes, the right? 1260. Also die 4 Tiere in Offenbarung 7, der 1260. Because the 1260 is the real reign of the man of sin, right? Yes. Weil die 1260, das ist die Regentschaft des Mensch der Sünden. But Okay, all- maybe we can make one step slower because that everybody can follow. Okay, maybe you want to go to these verses and then explain that. Okay, in Revelation 13, verse 1. Also in Offenbarung 13, Vers 1. It says, and I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, his feet were as the feet of a bear, his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, seat, and great authority. So, Bis Vers 2. just as Daniel and Revelation is one book, Genauso wie Daniel und der Offenbarung genau ein Buch sind. Daniel saw a vision of 4 beasts coming out of the sea. In Daniel 7, Daniel sah eine Vision von 4 Tiere, die aus dem Meer emporstieg. These 4 beasts, Was right? diese 4 Tiere sind. John sees this beast coming up out Johannes, of the sea. Johannes sieht dieses Tier, der aus dem Meer emporsteigt. That has all the characteristics of these 4 beasts. Right. There's- Was beschrieben wird, als haben alle Charaktermerkmale von diesen 4 Tieren. Okay, so the 1260 is a parallel to the statue. So diese 1260 ist eben parallel zu dieser Statue von Daniel 2. Okay, because Sister White says that beast coming out of the sea represents the time of trouble. Denn Ellen White sagt, dass diese Tiere, die aus dem Meer emporsteigen, stellen eine Zeit des Trübsals dar. Okay, the time of trouble at the end of the world is the 1260. Und der Zeit des Trübsals am Ende der Welt ist die 1260. But not only that, because in Revelation 17, verse 9, I think it Aber is. nicht nur das, sondern auch in Offenbarung 17 Yes, verse 9. und Vers 9. It says, here is the mind that hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. So, you know, you have 5 are fallen right there. The woman is sitting on the head of the crown. So it's an illustration, the whole thing's an illustration of church and state, right from its very inception. Yes. Das Gesamte ist eine Darstellung von Staat und Kirche von seinem Anfang an her. Yes, and we will come to this point. a Und little wir werden bit. diesen Punkt noch später anknüpfen. Alright, so basically, what we could see in Revelation 13, right, the papacy comes here up, this beast. So was wir sehen konnten, ist, dass in Offenbarung 13 der Papst kommt hier herauf, diesen Tier, And it rules for the Sunday law time period, the 1260. und regiert die gesamten Sonntagsgesetzperiode, diese 1260. But this papal beast in Revelation 13 consists of the lion, the bear, the leopard, and the dragon, right? Und diese päpstliche Tier in Offenbarung 13 besteht aus der Löwe, Bär, Leopard und diese schreckliche Tier. And it's So- just phases of its Yes. sinfulness. So it just shows, right, that the 1260, where the papacy rules, is also the same time where the lion, the bear, the leopard, and the terrible beast will rule. So, es zeigt, dass die 1260, wo der Papst regieren werde, ist derselbe Zeit, wo der Löwe, Bär, Leopard und schreckliche Tier auch regieren wird. Okay? Amen. So, then let us go back to
this point about the man of sin in 2 Thessalonians. So lass uns zurück zu der Mensch der Sünde gehen. Let's go In up. 2. Thessaloniker, das ist wieder auf Seite 2 in den Notizen. Page 2. Okay, so the man of sin, it's an individual, right? But it describes the kingdom. Also der Mensch der Sünde ist eine Einzelperson, aber es beschreibt das gesamte Königreich. Yeah. And it's the man of the transgression of God's law. Und wieder ist es der Mensch, der Gottes Gesetz übertretet. And what keeps you from transgressing God's law? Und was ist es, was dich eben davon abhält, Gottes Gesetz zu übertreten? Grace. Yes, God's Das grace. ist Okay. Gnade. So- Gottes Gnade. So now let's go to 2 Thessalonians chapter 2. So 2. Thessaloniker Kapitel 2 in den Notizen. So let's read verses 3 down to verse 8. Die Verse 3 bis 8. It says, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked be revealed." So, this man of the transgression of God's law, Also dieser Mensch der Übertretung Gottes Gesetzes, why couldn't he be revealed earlier? warum konnte er nicht zuvor geoffenbart werden? According to these verses. Gemäß diesen Versen. Yes, because there was still, right, a power holding him in check. Weil es gab immer noch eine Kraft, der ihm gezügelt hat. Okay, but here he's now allowed to be revealed, right? Aber hier ist es ihm erlaubt, geoffenbart zu werden. So when we apply the principle, Also wenn wir diesen Prinzip anwenden, that you only sin when grace is taken away from you, dass du nur sündigst, wenn Gnade von dir entnommen wird, then in principle, what does it teach that when now this daily is taken away here and the man of sin can be revealed? so was lehrt uns das, wenn diesen tägliche weggenommen wird und der Mensch der Sünde geoffenbart werden kann? That grace is taken away. Dass Okay? Gnade weggenommen wird. So maybe my way of explaining it is not so nice, but I hope I get it across when we now look at the next thing. Vielleicht meine Art, es zu erklären, ist nicht so das Beste, aber vielleicht, wenn wir so weiterfahren, werden wir das sehen. Because let's go to Christ Object Lessons 412. Nächste Zitat von Christi Gleichnisse 412. It says, "It is in a crisis that character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, behold the bridegroom cometh." So where are we on our line? Wo sind wir auf unserer Linie? The midnight cry. Zu der Okay. Mitternachtsschrift. And then it says in the last sentence, Der letzte Satz sagt, the great final test comes at the close of human probation. So midnight cry is in some sense the close of probation. So der Right? Mitternachtsruf in gewissem Maßen ist hier markiert als der Schluss der Gnadenzeit. And Typified. yes, the typifying. Right? Schattet ist voraus. So, and when the close of human probation comes, what is no longer there? Und wenn der Schluss der Gnadenzeit kommt, was ist nicht mehr vorhanden? Yes, no more grace. Keine Okay? Gnade mehr. So, therefore, the man of sin is no longer restrained and can now be revealed. Deswegen der Mensch der Sünde ist nicht mehr gezügelt und kann geoffenbart werden. Because Judas, Inwardly and outwardly. yes, sorry? Inwardly and outwardly. Also Exactly, sowohl yes. intern als extern. Because Judas, right, he developed here from lion to bear to leopard, Weil Judas, der hat sich entwickelt von Löwe zu Bär zu Leopard. and then he came here to this point, basically, where now the grace stopped pending for him. Und dann kam er zu diesem Punkt an, wo die Gnade nicht mehr um ihn fleht. And then he that now letteth was taken away from him, and the man of sin could be revealed.
Also der Erlaubte würde ihm, der gehindert hat. also der gehindert hat, würde ihm würde entnommen und der Mensch der Sünde würde geoffenbart. So God put here also on the external form, right? He put a check on the man of sin. Also hier auf das externe Darstellung, der Herr hat ein Zügel auf der Mensch der Sünde gelegt. So the man of sin cannot reveal himself here already at the beginning, So der Mensch der Sünde von hier am Anfang kann sich nicht offenbaren, because the daily is still here. weil das tägliche noch vorhanden ist. And the daily is here because grace is still given. Und Okay? das tägliche ist noch vorhanden, weil Gnade ist noch vorhanden. And how does the external man of sin reveal himself? Und wie offenbart sich der externe Mensch der Sünde? It says, murder them. Exactly. Indem dass er sagt, töte sie. So, Out of the abundance of the heart, amen. the mouth speaketh. So Yes. aus der Überfluss seines Herzens spricht sein Mund. Okay, so therefore the Lord does not allow that you can be already put to death here at the beginning. So deswegen erlaubt der Herr nicht, dass wir bereits hier am Anfang getötet And werden he können. still holds the winds. Er Okay? hält diese Winde noch in Check. But here, what happens here according to Revelation chapter 9? Aber gemäß Offenbarung 9, was geschieht hier? The second woe Das zweite and Wehe. the four winds are loosed. Die Okay? 4 Winde werden losgelassen. It's the close of probation. Schluss der Gnadenzeit. No more grace, and now he that letteth is now taken out of the way. Keine Gnade mehr und der gezögert hat, ist aus dem Weg genommen. So therefore the man of sin can be now manifested So, denn der Mensch der Sünde kann jetzt manifestiert werden, by saying, kill them. indem dass er sagt, tötet sie. This terrible beast putting Christ there on the cross. Diese schreckliche Tier hier, der Christus ans Kreuz gehängt hat. Okay, This so would apply only to Judas, right? To the man of sin. sorry? This would only apply to the man of sin, right? Correct. To Judas and the papacy. Yeah. Also das ist nur zum Mensch der Sünde anzuwenden, also Judas und der But the- The Papst. some is still grace available. Yes, yes. Also für einige ist Gnade noch da offen. Of course. Yes. Okay, so now let's go to the next quote So, nächste Zitat, on Zitat page 3 auf Seite 3. under the heading from GC 614 under the heading 4 winds equals human passions. Also unter der Überschrift die 4 Winde ist gleich menschliche Passion. Das ist große Kampf 6,40. Leidenschaft. Leidenschaft. It says, when he leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. So where are we? Wo sind wir? Well, Close of probation, right? Schluss der Gnadenzeit. Okay. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. The restraint which has been upon the wicked is removed, and Satan has entire control of the finally impenitent. Judas had his last opportunity here with the foot washing. So, Judas, der hatte seine letzte Gelegenheit hier mit der Fußwaschung schon hinter But sich. here he was now finally impenitent. Aber hier war er letztendlich nicht mehr erreichbar. God's long suffering has ended. The world has rejected his mercy, despised his love, and trampled upon his law. The wicked have passed the boundary of their probation. The Spirit of God, persistently resisted, has been at last withdrawn. Unsheltered by divine grace, so there's no more grace, So, keine Gnade mehr. they have no protection from the wicked one. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble. And we understand, right? This, the midnight cry to the final review typifies the 7 last plagues. Und wir verstehen, der Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung vorausschattet die 7 letzten Plagen. Yeah, so that's this final time of trouble. Das ist der finale Zeit des Trübsals. And then it says, as the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passion, all the elements of strife will be let loose. The whole world will be involved in ruin more terrible than that which came upon Jerusalem of old. So, when the 4 winds are loosed, what is loosed? So, wenn die 4 Winde losgelassen werden, was ist damit losgelassen? Human passions, okay? Menschliche Leidenschaften.
Therefore, when all the nations will here go into this chaotic time, So, wenn alle Nationen in diese Zeit der Anarchie oder Chaos hineingestürzt werden, it's the French Revolution, right? der französische Revolution, It's because the human passions are released in their hearts. es ist, weil menschliche Leidenschaften in deren Herzen losgelassen werden. It's no more grace that restrains the human passion. Also Okay. keine Gnade mehr, die diesen menschlichen Leidenschaften zügeln. And because a nation is just a conglomeration of individuals, then if all the individuals suddenly have their full passions loose, then a nation will have their full passion loose. Und weil eine Nation nur ein Zusammenschluss von vielen Einzelpersonen sind, wenn jede Einzelperson für sich seine Leidenschaften ungezügelt auslebt, dann natürlich der Nation Okay. dasselbe. And therefore, man and beasts are the same. So deswegen Menschen und Tiere sind dasselbe. And God warns us, Und Gott warnt uns. because in our line, this will soon happen in this movement. In unserer Linie, das wird hier in unserer Bewegung stattfinden. So, And you can also see in every single war that's ever taken place, if anyone's experienced war, when you see that human passions are unrestrained because there's no more land of the law of the land, there's no more police, there's no more normality. When that's taken away, normal people turn into the most vicious they're things. like beasts. Das ist wie Tiere. Yes. Also wir können das sehen in jeder Krieg in der Geschichte, wenn der Gesetz des Landes nicht mehr da ist, wenn das Land und die Volk nicht mehr unter Polizei und Gesetz stehen und diesen Leidenschaften losgelassen werden, dann, was wir als normale Menschen betrachten werden, werden plötzlich zu den wildesten Animalen. We must understand we don't even know ourselves, okay? Also wir müssen verstehen, wir kennen uns selbst ja gar nicht. Yeah. In our hearts are the greatest depth of wickedness. In unserem Herzen ist der größte Tiefe von Bosheit vorhanden. And if we are not under grace, yeah, we will manifest it. Und wenn wir nicht unter die Gnade stehen, wir werden das eben manifestieren. But the Lord gives us time, right? You start off as a lion if you choose to follow Satan, okay? Aber der Herr gibt uns Zeit, wenn wir eben wählen, den Satan zu folgen. Wir fangen wie eine Löwe an. Then we reject warnings because God will surely warn you, okay? Denn wenn wir Gottes Warnungen ablehnen, denn gewiss wird der Herr uns warnen. But if you reject these warnings, you will turn into a bear. Aber wenn du diese Warnungen ablehnst und ignorierst, du wirst zum Bär werden. And the Lord will send you more and more warnings and clearer warnings. Und der Herr wird dich umso mehr warnen und umso klarer wird er dich, umso deutlicher wird er warnen. And if you still reject these things, you will turn into a leopard. Wenn du das immer noch ablehnst und ignorierst, du wirst zu Leopard werden. And your heart is already now pretty hard. Und dein Herz ist bereits sehr hart geworden. And there's not much that still can convict you. Und es Okay? gibt nicht mehr, was dich zur Überführung bringen kann. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Oder so. But the Lord gives now this final chance, right? Aber der Herr gibt diese finale Chance hier. And if you turn from this, there's only the terrible beast left for you. Und wenn du davon abkehrst, es gibt nur dieses schreckliche Tier, der übrig bleibt. And the grace is withdrawn, and you will manifest this terrible beast. Die Gnade wird entzogen sein und du wirst dieses schreckliche Tier, der du bist, manifestieren. And you can think, I don't do this. I will not persecute my brethren. Und du kannst denken, also, ja, ich nicht, ich werde das nicht tun, ich werde meine Geschwister nicht verfolgen. But as the Lord wants to show us, you don't know your heart. Aber so wie der Herr uns zeigen möchte, wir kennen unsere eigenen Herzen nicht. And once grace is withdrawn, you're in total harmony with Satan. Und wenn Gnade entzogen wird, dann bist du in totale Übereinstimmung mit Satan. So Satan gives you a suggestion. You say, yes, I will follow this. Und wenn Satan dir einen Vorschlag macht, du sagst, ja, guter Vorschlag, mache ich. So you're not controlled by anybody else but by Satan. Also du bist nicht kontrolliert von nichts anders als Satan. And Satan can just use you how he wants. Und Satan kann von dir Gebrauch machen, so wie es ihm passt. And when he says, kill this person, you will say, yes, I will do this. Und wenn er sagt, töte diesen Person, du wirst sagen, ja, mache ich. Okay. So therefore, brothers and sisters,
these things are they have such a deep consequence. Okay? Deswegen, liebe Geschwister, diese Dinge, die haben sehr große Konsequenzen. And we must make decisions. Und wir müssen Entscheidungen treffen. And Christ is there, He shows us these things in order to save us. Und Christus, der ist da und der zeigt uns diese Dinge, um uns zu retten. He shows us the world is just going to rot and there will be just manifesting these evil people. Also er zeigt uns klar heraus, dass der Welt eben verrotten wird und es werden nur diese boshafte Menschen manifestieren. Yeah. But at the same time you can choose heaven. Aber zur selben Zeit, du kannst eben den Himmel wählen. And you will be among God's people who will become purer and purer as you go along. Und du wirst unter Gottes Volk sein, die umso reiner und reiner bis zur Heiligung, während du hier entlang gehst. Because you either manifest Satan or you manifest Christ. Okay? Entweder hier manifestierst du Satan oder Christus. And we, the same way we don't know the evil of our own hearts, Also auf derselbe Weise, wie wir das Bosheit unseren eigenen Herzen nicht kennen, we don't know how wonderful it will be to be in God's presence and to have this brotherly love in our hearts and have this wonderful fellowship together. also wir wissen ebenso wenig, wie super es sein wird. Ich wollte genial sagen. Ist das okay, ein Wort? Genial? Ja. Wie genial Wie es sein wird, großartig. wie großartig es sein wird, in der Gegenwart Jesus zu sein, diese Brüderliebe in unserem Herzen zu sein und das reine Gemeinschaft miteinander zu haben. And to be free from sin and captivity and all these things. Um frei von Sünde und Gefangenschaft und all diese Dinge zu sein. And so therefore, that's why Judas, he killed himself. Okay? Darum hat Judas Selbstmord begangen. The Lord wants to show us if we choose the way of death, we basically commit suicide. Also der Herr möchte uns zeigen, wenn wir den Weg des Todes wählen, im Grunde begehen wir Selbstmord. It's nothing but suicide. Es ist nichts anderes als Selbstmord. And when you get resurrected as among the wicked, you will say, Lord, what have I done? Und wenn du auferstehst unter den Bosen, da wirst du dich echt fragen, was habe ich wohl gemacht? And you will burn and you will cease to exist and it will be the most terrible day that you can ever imagine. Und du wirst brennen und du wirst aufhören zu existieren und es wird der schrecklichste Tag, den du dich je vorstellen kannst. But you can choose also life. Aber du kannst auch das Leben wählen. And when you choose life, then you will be the most happy person you can ever imagine. Und wenn wir das eben tun, dann wirst du das glücklichste von allen Menschen sein, die du je vorstellen kannst. Or you cannot even imagine it. Du Okay? kannst es sogar noch nicht mal vorstellen. That's why it's just really when we get lost, when we lose our soul, it's just insanity when you think about it. Deswegen, wenn du darüber nachdenkst, verlieren wir unsere Seele, es ist einfach Wahnsinn. Okay, I have some more thoughts, but I will just continue on the next time when I can present. Also ich habe einige andere Gedanken, die ich dazufügen konnte, aber wir werden das nächstes Mal einfach mal damit And let fortfahren. us close with these thoughts that we must make a choice whether we want to go down this route and become this terrible beast or whether we want to go up and become like Christ. Und wir wollen schließen mit diesen Gedanken, ob wir nun mal hier diesen Weg entlang gehen, um diesen schrecklichen Tier zu sein, oder ob wir diesen Weg entlang gehen und höher und dann hier wie Christus werden. Amen. Amen. Alright, then let's close with our prayer. Dann lasst uns mit dem Gebet schon abschließen.